Mein Name ist Monika Gietl oder wie mich meine Freunde nennen, einfach Moni. Ich bin aus der Nähe von München und 1982er Jahrgang. Warum die Erlebers? Ich selbst fliege seit 2017 und die Momente, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben sind, das sind die, in denen wir zusammen gefeiert haben, in denen wir auf Flugmessen gefahren sind, in denen wir gemeinsam Ausflüge in der Gruppe gemacht haben. Also all diese Momente, in denen wir zusammen in die Welt des Fliegens vollkommen eingetaucht sind. Und genau dieses Wir-Gefühl in der Gemeinschaft der Fliegerei, das möchte ich mit den Airlovers stärken und weiter verbreiten. Meine Fliegerkarriere, die begann 2017 in Jesenwangen, Bayern, am wunderschönen Ammersee. Jetzt bin ich keine von denen, die den Traum vom Fliegen schon seit Kindesbeinen an in sich getragen hat. Aber der Fliegervirus, der hat mich trotzdem erwischt. Und zwar ordentlich. Und 2018 habe ich dann also meinen Schein gemacht, meinen PPL. Und seitdem bin ich auch schon ganz gut rumgekommen. Ich war in Deutschland an der Ostsee, ich war in Österreich am Hangar 7, in Italien am Lido und eine Zeit lang habe ich auch in den USA gelebt und in der Zeit bin ich dann unter anderem am Lake Superior geflogen, an der San Francisco Bay Area und fliegerisches Highlight tatsächlich bislang auf Hawaii. Ja, für 2020 hatten wir dann unsere Fliegertour in Las Vegas geplant gehabt. Mussten wir leider absagen, aber wird definitiv noch nachgeholt werden. So blicke ich also zurück auf jede Menge wunderschöner Fliegererlebnisse und viele Momente voller Demut, wo ich dann einfach am Flieger saß und dachte, wow, was für ein Hobby. Einfach Hammer. Meine Mission bei den Airlovers, da geht es darum, zum einen eine neue Art der Flugvorbereitung einzuführen. Das sogenannte Mental Flight Training. Wir kennen ja alle ganz viele Standardabläufe in der Fliegerei. Und manche davon trainieren wir auch relativ häufig, wie vielleicht Platzrunden. Und andere davon trainieren wir nicht ganz so häufig, wie zum Beispiel Notlandeverfahren. Und dann gibt es ja immer noch so Zeiten, wo wir nicht ganz so viel fliegen können, wie wir uns das vielleicht wünschen würden. Und das kann sein, weil die Arbeit gerade mehr Zeit beansprucht als sonst oder das Wetter einfach nicht passt. Und dann entstehen daraus ganz gerne mal Situationen, in denen wir in den Flieger wieder einsteigen und dabei ein vielleicht nicht ganz so gutes Gefühl haben, weil wir einfach schon eine längere Pause drin hatten. Und genau da setzt das Mental Flight Training an. Das heißt, durch regelmäßige Wiederholung werden eben diese Standardabläufe in unser Unterbewusstsein einprogrammiert. Die gelangen so also in jede Zelle unseres Körpers und gehen uns so in Fleisch und Blut über und sind bei Bedarf ganz einfach abrufbar. Und bei der zweiten Sache, da geht es um die Einführung einer neuen Stammtischkultur in der Fliegerei. Die Digitalisierung hat ja in den letzten Jahren ziemlichen Schub aufgenommen und genau das möchten wir auch für uns nutzen. Das heißt, wir sind nicht mehr lokal gebunden an eine oder wenige Stammtischgruppen, sondern wir können uns jetzt durch die Digitalisierung weltweit vernetzen. Und neben spannenden Fachvorträgen und Interviews mit Leuten aus der Fliegerszene möchten wir da auch den Austausch der Piloten direkt untereinander ermöglichen. Das heißt, jeder darf seine Erfahrungen, seine Geschichten, seinen Wissensschatz mit einbringen und so hat jeder was davon. Und am Ende von so einem Stammtisch lockt man sich dann aus und idealerweise hat man dann jede Menge tolle neue Kontakte geknüpft. Man hat ganz viel neues Wissen dazu gelernt und ja, steigt dann am nächsten Tag voller Freude in den Flieger und dann geht es wieder weiter. Ja, zu unserer Geschichte. Ich habe damals 2018 gemeinsam mit einer Freundin, mit der ich die PPL-Ausbildung gemacht habe, wir haben damals beschlossen, wir gründen jetzt einen Fliegerstammtisch. Weil wir waren der Meinung, dass das Stammtischleben bei uns am Flugplatz nicht ausreichend gelebt wird.
Und über den Weg habe ich dann die Alex kennengelernt. Und dann war auch relativ schnell klar, also mit der Alex, mit der kann man Pferde stehlen. Da erinnere ich mich an diverse Aktionen wie den sogenannten Lastenflug. Also wie fliege ich eine vollbemannte Maschine? Oder verschiedene Partys, die wir organisiert haben. Unter anderem die legendäre Top Gun Motto Party. Und auf einer dieser Partys hat die Alex dann den Weg kennengelernt. Und ich muss sagen, ich habe an einer Stelle mal einen ziemlichen Einbruch gehabt bezüglich meines Selbstbewusstseins in Sachen meines fliegerischen Könnens. Und da hat mir der Vic dann super wieder rausgeholfen. Der Vic ist Fluglehrer und er hat da ein ganz tolles Feingespür. Und ja, da ist dann echt eine gute Freundschaft draus entstanden. Und jetzt freue ich mich einfach riesig, dass wir zu dritt die Erla was aufbauen und auf die Beine stellen. Und bin sehr gespannt, was sich da noch alles draus entwickeln wird.